Servus Leute, was geht und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Battlefield 2042 Video. Heute mal wieder aus der Rubrik Waffenguide. Das heißt, wir ziehen uns heute gemeinsam die PBX 45 rein hinsichtlich Pro und Cons, wie ist das Rückstoßverhalten und vor allem auch, wie solltet ihr das Ganze spezialisieren. Bevor wir da heute aber reinstarten, nochmal ein großes, dickes Dankeschön an euch. 2600 ATC Crew Mitglieder haben wir auf YouTube schon geschafft und ihr habt absolut ehrenhaft reinsupportet. Gerade bei dem letzten Video, wo es nochmal um das Thema Content Creator oder Content Creation mit Battlefield 2042 ging. Warum steigen so viele aus und warum bleibe ich natürlich trotzdem für euch am Start, zumindest für jetzt. Und natürlich halte ich mich auch dran, deswegen ziehen wir mit dem bisschen Content, den wir bis jetzt zur Verfügung haben, dann natürlich auch durch. An alle, die schon sehnlichst auf den Heli-Guide warten, kann ich auch sagen, ich habe hier schon einiges dazu aufgenommen, möchte aber auch nochmal sehen, ob man an der Stelle nicht einen virtuellen Controller oder vielleicht auch eine Handcam einblenden kann, damit das Ganze einfach ein bisschen besser verständlich ist. Also da bin ich dran, das macht nur einfach ein bisschen mehr Arbeit als ursprünglich gedacht, kommt aber auf jeden Fall auch in nächster Zeit. Gut, genug dem Vorgeplänkel. Ich würde sagen, wir starten rein mit der PBX 45. Wie immer erstmal einen groben Überblick zu den Pro und Cons dieser Waffe. Also das ist eine MP, deswegen ist sie natürlich auf kurze bis maximal mittlere Distanz sehr geeignet. Im Übrigen ist es so, seitdem die Sturmgewehre funktionieren, der eine oder andere erinnert sich an die PP29, die früher sehr auf Long Distance eher geskillt wurde. Das lohnt sich jetzt überhaupt nicht mehr. Also man sollte jetzt oder man kann jetzt wirklich auch auf die Stärken dieser MPs bauen. Wie wir das Ganze aufbauen, zeige ich euch später im Video noch ganz grob. Erstmal Vor- und Nachteile, wie gesagt, kurze, mittlere Distanz. Da geht das Teil wirklich gut rein. Das Ganze kombiniert mit einer 850er Feuerrate in dem Setup, so wie wir das benutzen wollen. Und ja, die MPs, die nehmen sich vom Schaden alle nicht viel. Einzige Ausnahme ist da die K30, aber die ist sowieso ein bisschen broken. Da bin ich mir sicher, die wird früher oder später sowieso gepatcht werden. Aber das ist auf jeden Fall die Waffe, würde ich sagen, ja, für Einsteiger gut geeignet. Rückstoßmuster ist jetzt auch nicht so krank, dass man das nicht kontrollieren könnte. Magazingröße könnte ein bisschen größer sein, dafür aber im Vergleich zu einer PP29 zum Beispiel eben eine erhöhte Feuerrate. Also summa summarum sehr ausgewogen. Das Teil ist mit Sicherheit nicht die beste Waffe, keine Frage, aber sie ist auch nicht komplett kacke, beziehungsweise man kann damit wirklich gut was anstellen, vor allem im Close Combat. Zusätzlich muss man auch einfach nochmal sagen, dass die MPs gegenüber Sturmgewehren natürlich einen sehr deutlichen Vorteil haben, und zwar, dass Hipfire möglich ist und ihr somit relativ viel in den Gegner reinbekommt, bevor ihr ins Visier reingeht. Also ihr könnt schon zum Schießen beginnen, bevor ihr ins Sight reingegangen seid, und da geht trotzdem ordentlich was rein, weil ansonsten denken wir an eine M5A3, wäre die natürlich Feuerrate kombiniert mit Damage ansonsten überlegen, aber Hipfire, ja, da geht nicht so viel. AK-24, komplette Katastrophe, Hipfire. Also ist schon so, dass die MPs natürlich auch ihre Berechtigung haben. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir als erstes mal in die Spezialisierungen rein, damit wir eine gemeinsame Absprungbasis haben, um auch in der Folge dann aufs Rückstoßverhalten und so weiter näher zu sprechen zu kommen. Und zwar, ich skill das Ganze mit Visier, wie immer, Iron Sight. Ich habe ein Holo dabei und ein Dreiervisier oben noch drauf. Dreiervisier kann man recht vergessen. Das, was wichtig ist, nehmt auf jeden Fall das Nahkampfmagazin mit. Das gibt euch nämlich eine erhöhte Feuerrate. Effektive Reichweite brauchen wir nicht, weil es ist eine MP, die ist auf Distance sowieso nicht gut. Und alternativ habe ich noch das High-Cap-Magazin dabei für erhöhte Munitionskapazität. Als Schaft nehmt ihr Präzision in Bewegung mit, die stationären Dinge, die Blendeigenschaften, das braucht man alles nicht, und vor allem den stationären Griff, den braucht man einfach nicht. Also da sehe ich absolut keinen Mehrwert für eine MP. Haltet euch da an die Präzision aus der Bewegung, weil ihr seid vorrangig im Movement. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, den ich immer wieder gefragt wurde: Was für Läufe packst du da drauf und verwendest du mittlerweile Schalldämpfer? Und ich muss sagen, ja, seitdem hier die Spotting Balls deutlich genervt wurden, macht es auch wieder Sinn, mit Schalldämpfer zu spielen. Ja, ihr verliert natürlich ein bisschen an Damage, keine Frage, aber die Gegner sind halt auch einfach lost, wenn ihr die anschießt, weil ganz einfach, wenn ihr einen Schalldämpfer drauf habt, dann wird dem Gegner auch nicht angezeigt, aus welcher Richtung ihr schießt. Mag sein,
dass ihr trotzdem gespottet werdet und auf dem Radar sichtbar seid, aber da geht es primär um die Situation, ihr schießt den Gegner an und bis der auf Radar geschaut hat und dann das umsetzt und auf euch kommt, ist der längst down. Da geht es nur um den Kreis, wenn ihr angeschossen werdet, ja, wisst schon, von oben rechts oder was, dann könnt ihr euch da natürlich gleich hindrehen und das irgendwie kontern. Funktioniert aber mit dem Schalldämpfer dann nicht. Kann ich euch bei den MPs auf jeden Fall probieren. Versucht es oder testet es auf jeden Fall mal ab. Eignet sich wirklich super, wenn man hinter die feindlichen Linien kommt und auch so wirklich nicht vom reduzierten Damage da abschrecken lassen, weil ihr habt eine hohe Feuerrate. Da gehen die Gegner trotzdem down, beziehungsweise die fallen trotzdem super um, weil ihr auch sehr viel reinbekommt. Warum das so ist, schauen wir uns jetzt ganz kurz einmal im Rückstoßverhalten von dieser PBX zusammen an, weil da sehen wir schon, Hüftfeuer nicht gegengehalten, ist gar nicht so breit gestreut. Wenn man das Ganze gegenhält, dann ist man sehr auf einem Spot, auch wenn ich das in der Darstellung gut verkackt habe ein bisschen, aber da geht es mehr ums Prinzip. Wir machen nochmal einen zweiten Versuch. Genau, also Spray and Pray. Das ist ziemlich auf einer Stelle, kriegt man gut hin und wenn man im Visier ist, dann seht ihr schon, der Rückstoß, der geht so leicht nach links oben, aber auch minimal, absolut easy gegenzuziehen bzw. gegen zu kontrollieren. Das schafft man, egal ob auf Controller, Maus und Tastatur. Ihr seht, man bleibt hier auf einem Punkt und das geht natürlich entweder in den Kopf oder auch auf den Body komplett rein, auch auf die verschiedenen Distance, nochmal Hüftfeuer nachgelegt, um sich selber zu beweisen, dass man es vielleicht doch noch kann. So, und damit würde ich auch zu einem kurzen Fazit zur PBX 45 kommen. Ich habe es ja eingangs schon mal kurz gesagt, also es ist mit Sicherheit nicht die beste Waffe, aber sie ist sehr ausgeglichen, sie ist eine gute Einsteigerwaffe und vor allem Kombination mit einer hohen Feuerrate und einem Schalldämpfer. Klar, kann man jetzt sagen, MP9 ist natürlich noch ein bisschen besser. Man kann auch sagen K30, aber die ist sowieso out of ranking für mich von den MPs aktuell. Aber trotzdem kann ich euch empfehlen, packt das Teil mal so geskillt auf jeden Fall ein und packt es nicht nur ein, sondern packt mir eure Meinung dazu sehr gerne in die Kommentare und dementsprechend würde ich sagen, freue ich mich auf euer Feedback. Wie immer, haltet die Ohren steif und bis dann, euer A-Team.